Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und die Liebe fließen zu lassen. Die Liebe, das, was ihr seid, was alles ist. Wir freuen uns, dass du es wahrnehmen kannst, die Liebe, die du bist, dass ihr es wahrnehmen könnt, das Sein, das durch euch fließt. Ihr seid so sehr, wie ihr euch erlaubt. Je weniger ihr erlaubt, desto mehr fühlt ihr zu sein. Dies scheint ein Widerspruch in sich zu sein und doch sagen wir, in dem Moment, in dem ihr euch verdichtet, habt ihr das Gefühl, definiert zu sein, denn ihr seid in Form gedichtet, hinein gedichtet, verdichtet, geformt. Ihr seid das Gedicht, was in sich viel, viel trägt und doch nur von manchem erkannt wird. In dieser Formhaftigkeit erkennt ihr euch manches Mal nicht selbst. Manches Mal fühlt ihr euch, als seid ihr nur die Form, als seid ihr nur das, in das ihr euch verdichtet habt. Und so sagen wir, löse dich in das, was du wirklich bist. Fühle hinein in die Liebe, die dich ausmacht, die dich macht, die du bist. Deine Macht, die Macht der Liebe. Wenn du diese Liebe fühlen kannst, so löst sich all das, über das du versuchst, Macht auszuüben. Es löst sich all das, indem du dich machtlos fühlst, denn nur jener fühlt sich machtlos, der die Macht seiner selbst nicht erkennt, der sich verkennt, denkt, dass er über das Kontrollieren, über das Dirigieren der Dinge Macht hat. Jedoch ist die Macht das, was du hast, wenn du weißt, was du bist. Denn dann weißt du, dass du alles bist und dass alles in deiner Macht steht. Nicht indem du als Allmächtige, als Allmächtiger alles Mögliche machst, um deine Allmacht zu präsentieren. Nein, indem du als Liebe machst, was du bist, nämlich zu lieben. Indem du liebst, bist du in deiner Macht. Und diese Macht fühlst du, ohne über andere Macht haben zu müssen. Du fühlst, dass die Macht der Liebe durch alles hindurch sich ausdrückt und auf diese Weise alles ist. Auf diese Weise fühlt alles zu sein. Die Wahrheit fühlt, die immer da ist. Du bist in deiner Macht, in deiner Kraft, in deiner vollkommenen Kraft, auf vollkommene Weise, indem du dir erlaubst, die Liebe zu fühlen, die dir zur Verfügung steht. Die Situationen, die du kennst, die dich verengen, sind Situationen, in denen du durch dein Nervensystem dazu getrimmt bist, auf Überleben eingestellt zu sein. Jedoch sind diese Überlebensmomente kurzzeitige Momente, die euch gegeben wurden, um kurzzeitig aus einer kurzzeitigen Gefahr des Lebens herauszukommen. Sie sind niemals dazu gedacht gewesen, dich in deinem Alltag zu dirigieren, in deinem Alltag die Macht über dich zu haben, um dich in einer scheinbar ständigen Bedrohung am Leben zu erhalten. Der Mensch hat versucht, das Leben zu optimieren. Was er jedoch optimiert hat, ist seine Überlebenskunst, nicht sein Leben. Indem der Mensch versucht hat, mit seiner Macht alles zu kontrollieren, alles zu korrigieren, alles auf eine Weise zu harmonisieren und auf diese Weise es begonnen hat zu dirigieren, zu kontrollieren und zu zwingen. Dieser Mensch hat gelernt, dass ohne ihn nichts läuft. Dieser Mensch hat aus dieser Erfahrung heraus das Gefühl, dass er alles tun muss, hat aus dieser Erfahrung heraus das Gefühl, dass alles zu viel für ihn ist, hat aus dieser Erfahrung heraus das Gefühl, im Überlebensmodus zu sein. Wie ist es möglich, alles zu schaffen, wenn in jedem Moment viel Gefahr von allen Seiten droht, nichts genug ist, du selbst nicht genug bist, nicht genug, um
zu überleben in einem Leben, das du dir geschaffen hast. Wir sagen also, die Tendenz des Menschen dazu, immer mehr machen zu wollen, mündet darein, das Gefühl zu haben, dass die Welt nur läuft, wenn alles durch ihn selbst, dich selbst, den Menschen in seiner Individualität gemacht wird. Das ist die Machtlosigkeit, die du dir, die ihr euch, die der Mensch sich selbst kreiert hat. Eine Machtlosigkeit, die daher kommt, dass er gedacht hat, dass seine Macht woanders liegt als in der Liebe. Das Denken führt dich weg von deinem Fühlen, wenn du es von deinem Fühlen unabhängig machst. Integrierst du Fühlen und Denken, so folgt dein Denken dem Fühlen und nicht umgekehrt. Wir sagen nicht den Emotionen, wir sagen dem Fühlen, wir sagen dem Fühlen deiner Existenz, deiner Liebe, deiner Präsenz. Das einzige Mittel also, das dir dazu verhilft, aus dem Überlebensmodus und somit aus dem Automatisierungsmodus, aus dem Modus automatisiert zu reagieren, um aus Gefahrensituationen zu entfliehen. Aus diesem Modus herauszukommen, ist nur dann möglich, wenn du dir erlaubst, wieder in der Ruhe deiner Entfaltung zu sein. Der Überlebensmodus zieht sich zusammen, um sich zu entziehen. Der Lebensmodus entfaltet sich, um sich in allem zu fühlen. Fühlst du dich in allem, so gibt es keine Bedrohung. Fühlst du dich in allem, so gibt es kein richtig, kein falsch, kein gut, kein schlecht. Im Zerfallen einer Form, in dem Entstehen einer Form, im Zu dir kommen einer Form, im Gehen einer Form. Es gibt kein gut, kein schlecht, kein richtig, kein falsch. Es gibt ein so ist es. Und ich bin in dem, was ist. Und ich bin die Liebe. Und ich liebe durch alles, was ist. Und somit liebt alles. Und ich fühle dieses Sein, diese Liebe, diese Präsenz, diese Existenz. Ich fühle. Und so bin ich. Und so ist alles, was ist. Denn ohne mein Fühlen könnte ich die Präsenz der Liebe auf der Erde nicht wahrnehmen. Die Erde würde in sich zerfallen, denn sie basiert auf der Erfahrung des Fühlens, des Erlebens, des Wahrnehmens der Dinge in Form. Schlussendlich jedoch will wahrgenommen werden, was ist und nicht, was getrennt vom Sein ist. Du nimmst also durch die Trennung doch immer das Ganze wahr. Lässt du dich darauf ein, so kannst du dich lösen aus der Zwangsjacke des Überlebensmodus. Das Nervensystem braucht Regeneration. Ohne die Regeneration ist es in einem Tunnel verhalten. Es sieht nichts rechts und links und denkt doch, alles zu sehen. Doch das alles, was es sieht, ist der fokussierte Blick auf das, was die Realität zu sein scheint. Dies ist nicht die primäre Aufgabe deines Nervensystems. Es ist eine Möglichkeit aus der Begrenztheit heraus die Begrenztheit zu schützen. Diese Möglichkeit ist für dich nicht mehr vonnöten, da du keine tatsächlichen Überlebenssituationen hast. Wenn du sie hast, wird dein System dir Hilfe geben. Darauf kannst du vertrauen. Aus diesem Vertrauen kannst du schöpfen und kannst in deine Ruhe, in deine Kraft, in deinen Moment der Entfaltung hinein erlauben. Dies ist, was dein Nervensystem als Nahrung braucht, was es bedarf, um dich aus dem Modus des Funktionierens heraus zu erlauben. Du kannst dir noch so oft vornehmen, heute es anders zu machen, dieses Jahr es anders zu machen, dieses Mal es anders zu machen. Findest du dich in den gleichen Umständen und gibst nicht deinem System die Information, aus dem Moment heraus zu fühlen, das Sein zu fühlen, tiefer zu gehen, höher zu gehen, Liebe zu sein, so wirst du
den gleichen Ablauf immer wieder neu abspielen, wie ein gelerntes Gedicht, welches automatisiert über deine Lippen fließt und du es nicht einmal bremsen kannst, selbst wenn du etwas anderes sagen willst. Denn das, was automatisiert kommt, ist das, was geübt ist. Das, was in dich hineingebrannt ist, um dich in Brandsituationen zu befreien. Die tatsächliche Befreiung ist nicht das Entkommen aus einer kurzfristigen Situation. Die tatsächliche Befreiung ist das Erkennen, dass du befreit bist. Dies erkennst du einzig und allein im Entfalten des Moments. Nicht im Warten auf den Moment, der sich entfaltet, nicht im Warten auf den richtigen Moment zum sich entfalten, nicht im erstmal alles das tun, was getan werden muss, um dann den Moment der Entfaltung zu erlauben. Hier und jetzt ist der Moment, der dich einlädt zu erlauben. Es gibt hier keine Wertung von unserer Seite und wir laden dich ein, auch selbst nicht zu werten. Jeder Moment ist eine neue goldene Gelegenheit, um dich zu erlauben, um dein Sein zu erlauben, um die Liebe in ihrer Entfaltung zu erlauben, um die Liebe zu fühlen, um die Liebe zu sein. Lässt du dich auf diesen Moment ein, ganz gleich, ob jetzt oder irgendwann, ganz gleich, ob jeden Moment oder manchen Moment. Lässt du dich auf diesen Moment ein, so fühlst du in dem Moment, dass dein Nervensystem sich entspannt, dass du wieder den Blick für das Gesamte hast, dass du den Fokus auf das, was du nicht willst, lösen kannst und von oben schaust auf die kleine Welt, die du dir baust. Und du siehst, du selbst erschaffst sie dir. Du selbst kannst sie in dem Bauprozess verändern. Du selbst brauchst jetzt nichts zu tun, brauchst nicht umzubauen, umzugestalten. Kannst dir das Werk anschauen und in Ruhe wirken lassen, was zu dir kommt. Es ist nicht dein Tun, was die Welt wandelt. Es ist dein Erlauben, was deinen Blick auf die Welt wandelt und somit eine andere Welt zulässt. Eine Welt, die nicht den Überlebensmodus eingelegt, auf immer die gleiche Weise zusammengeschrumpft wird, um dann dem zu entkommen, worauf sie zusammengeschrumpft ist, von Überleben zu Überleben. Eine Welt, in der alles zusammenhält und nichts auseinanderfällt, wenn du nicht festhältst, in der alles zusammenhält durch das, was du fühlst zu sein, die Liebe, was du fühlst, dass es alles ist, die Liebe, wenn du wahrnimmst, dass alles durch die Liebe zusammenhält und zusammengehalten wird und ausgedrückt wird, so kannst du vertrauen. Es braucht nur diesen Moment für deine Regeneration. Es braucht nur einen Moment, in dem du dir die Stille, die Tiefe der Stille erlaubst, um ein bisschen mehr in der Lage zu sein, die Automatismen des Überlebensmodus sein zu lassen, zu erkennen, dass die Automatismen keine Notwendigkeiten sind und doch wohl gelernte und immer wieder abrufbare Muster. Verurteile dich nicht, jedes Verurteilen bringt dich dorthin, wo dein Urteil liegt. Werte nicht, jedes Werten veranlasst dich zum Urteilen. Erlaube dir jede Erfahrung wahrzunehmen, zu betrachten, zu beobachten, nicht abzulehnen, nicht abzuweisen, nicht wahrhaben zu wollen.
und erkenne aus diesem Erlauben heraus die Möglichkeit des Moments, die du nutzen kannst in jedem Moment. Jeder Moment ist eine Ewigkeit. Jeder Moment ist unendliche Ewigkeiten. Jeder Moment ist in jedem Moment die Ewigkeit. Und somit steht dir alles in jedem Moment frei und zur Verfügung. Du verpasst nichts. Wenn du weißt, nichts zu verpassen, so kannst du dich erlauben und einfach sein lassen in diesem Moment. Es braucht ein bewusstes Neukreieren von Ablaufen, die für dich gut funktionieren, die dich unterstützen in deiner Zuversicht, in der Sicht auf das, was möglich ist, in deinem Vertrauen, in deinem dich trauen, das, was möglich ist, zu erlauben. Es zu erlauben, ohne zu wissen, denn das Wissen kommt aus der Erfahrung und die Erfahrung ist nur möglich, wenn du das Zutrauen hast, das Vertrauen, dass dir genau das gegeben ist, von dem du fühlst, dass es da ist. Du fühlst die Wahrheit. Sie zu wissen braucht, ihr zu vertrauen, dich ihr hinzugeben. Nur auf diese Weise wandelst du vom Überleben ins Leben, ins Erleben des Moments, in seiner Ausdehnung. Je mehr Ausdehnungsmomente du hast, du fühlst, du erlaubst, desto mehr regeneriert sich dein System, desto mehr prägt sich dein Nervensystem wieder auf seine Weise aus. Nicht zusammengestaucht auf das Notwendige, nein, entfaltet, ausgedehnt, erlaubt. Das, was du fühlst, immer wieder zu sein, obwohl du es nicht sein willst, ist nicht das, was du bist. Es ist eine Möglichkeit, dich zu verstellen, um zu überleben. Weißt du jedoch, dass du jeden Moment entfalten kannst und diesen Drang zu überleben damit löst, so magst du immer mehr darein vertrauen, in den Moment. Magst immer mehr darein vertrauen, den Moment zuzulassen, ihn sich ausdehnen zu lassen, nicht zu reagieren. Für diesen Moment, nur diesen Moment noch zu verweilen im Leben, bevor du der Möglichkeit ins Überleben zu gehen, wieder Raum gibst. Diesen Moment kannst du als wertvollen Moment für dich auskosten. Er ist weit mehr, weit wertvoller für dich als jeder Überlebensmoment. Er ist weit länger, weit tiefer, weit ausgedehnter als jeder Überlebensmechanismus. Ihr erlebt, dass von Zeit zu Zeit die gleichen Situationen euch bei Menschen triggern und bei anderen nicht. Es scheint also, dass der Mensch dafür zuständig ist, ob du getriggert wirst oder nicht. Ob dich etwas aufregt und aufreibt oder du es gelassen hinnehmen kannst. Wir sagen, im menschlichen Spiel gibt es Charaktere, die für sich ein Spiel geformt haben, in dem sie aufeinander reagieren wollen. Von außen betrachtet ist es, als ob du Spielkameraden hast, mit denen du am liebsten spielst. Und du erfindest immer wieder neue Möglichkeiten, mit ihnen zu spielen. Das, was der Mensch als sich triggern lassen bezeichnet, ist aus unserer Perspektive ein Spiel. Ein sich beißen, ein sich raufen, ein sich zusammenfinden, zusammenraufen. Es ist ein Spiel, bei dem zwei miteinander spielen und immer wieder neue Wege finden, sich anzuziehen und abzustoßen. Ein wundervolles Spiel. Mit Menschen, mit denen du nicht gar so sehr verspielt bist,
spielst du diese Spiele nicht. Du weißt, es gibt Menschen, mit denen du spielst und gerne spielst und andere, mit denen du das Spiel ablehnst, bei denen du eine Einladung ausschlägst. Nicht mit jedem ist dir zumute zu spielen. Wir sagen also, überlege dir, fühle hinein. Kann ich auf andere Weise mit dieser Person spielen? Möchte ich heute das Spiel der Liebe statt das Spiel des Wertens spielen? Möchte ich heute das Spiel der Liebe statt das Spiel des Vorwerfens spielen? Möchte ich heute das Spiel der Liebe statt das Spiel der Schuld und Schuldzuweisung spielen? Was möchte ich heute spielen? Ich sehe, ich möchte mit dieser Person spielen. Auf welche Weise kann ich auf vollkommene Weise mit dieser Person spielen, sodass mein Spiel in sich erfüllt ist und die Person losgelassen, dass wir beide frei sind, unserer Wege zu gehen und nur dann miteinander zu spielen, wenn uns nach Spielen zumute ist, miteinander oder mit anderen. Du magst dich fragen, was würde mein Spiel mit dieser Person erfüllen? Was würde dafür sorgen, dass ich nicht den Drang verspüre, noch das Spiel zu Ende spielen zu müssen? Die Antwort ist immer die Liebe. Das Spiel der Liebe, das Spiel, in dem du Liebe direkt, unmittelbar und rein ausdrückst. Nicht auf verkorkste, nicht auf verdichtete Weise, sagen wir hier mit einem Augenzwinkern. Drückst du die Liebe aus als das, was sie ist, so ist dein Spiel vollkommen. Du kannst jederzeit erneut spielen, doch du musst nicht, denn du bist nicht in deinem Spiel gefangen. Liebe im Spiel und Spiele im Lieben. Das ist das Leben, das für Entfaltung sorgt, für frei sein, für dein vollkommenes Sein. Der Mensch hat die Möglichkeit, so viel zu erleben, so viel zu erkunden, zu ergründen. Der Mensch hat die Möglichkeit, alles, was möglich ist, selbst zu tun, selbst in der dichten Form zu erleben. Mit dieser Möglichkeit ist ihm etwas gegeben, das für ihn nach und nach an Wert verliert. Denn er hat nach und nach mehr erfahren, mehr erlebt, weiß, wie dieses und jenes schmeckt, kennt die Geschmacksrichtungen aller nur denkbaren Torten, aller nur denkbaren Gerichte. Der Mensch hat nach und nach immer mehr integriert und sucht nicht mehr allzu sehr nach Geschmäckern. Fühlst du jedoch Spielfreude im Testen, im Kosten dieses oder jenen, dieser oder jenen Torte, dieses oder jenen Gerichts? Spürst du Spielfreude im Probieren dieser oder jenen Tätigkeit? So lass dich darauf ein. So lass dich in der Tiefe darauf ein. Eine Erfahrung braucht das Fahren, braucht das dich bewegen durch diese hindurch. Tust du dies nicht, so bleibt es im Außen, bleibt etwas, das eine Möglichkeit ist, die nicht erfahren ist, die nicht erlebt ist, nicht gefühlt ist, nicht geformt ist. Spürst du also das Bedürfnis, etwas zu erleben, so bedeutet dies für dich, dich der Situation hinzugeben. Möchtest du es nicht erleben, so lass dich darauf ein, es nicht erleben zu müssen. Lass dich darauf ein, trotz des Massenbewusstseins, das auf dich einwirkt,
diese Erfahrung sein lassen zu können. Lass dich darauf ein, dass du sie durch andere hindurch fühlen und erleben kannst, ohne selbst all das Wissen, all das aneignen zu müssen, um es auf vollkommene Weise erfahren zu können. Schaust du einen Film, in dem getanzt wird, so kannst du fühlen, wie du tanzt innerlich und du erlebst den Rausch des Tanzes. Endet der Film, so mag es sein, dass du das Gefühl hast, nun tanzen zu wollen. Du meldest dich bei einer Tanzschule, willst dich anmelden, willst doch nur diesen Tanz und sie sagen dir, du brauchst die Grundlagen und musst in die 1. Klasse gehen. Du magst entmutigt sein, magst nicht weitermachen wollen. Wir sagen, in dem Moment weißt du, ob du wirklich die Erfahrung im Physischen brauchst, willst, suchst, oder es eine Erfahrung ist, die längst für dich da ist, ohne dass sie in dieser Inkarnation mit diesem Körper gemacht werden muss. Alle Erfahrungen stehen dir frei, stehen dir zur Verfügung, sind deine. Nicht jede Erfahrung muss mit deinem Körper gemacht werden. Jene Erfahrung jedoch, die dir immer wieder begegnet, die dich nicht loslässt, die dich immer wieder einlädt, die dein Herz aufgehen lässt, diese Erfahrung, sie ist für dich, sie wartet auf dich, sie wird nie verpasst, denn wann immer du bereit bist, geht sie mit dir, fährt sie mit dir, lässt sie dich erleben. Begegnest du anderen Menschen, die Erfahrungen wollen, ohne die Grundlagen dazu zu integrieren, so magst du diesen Menschen innerlich die Frage stellen, was willst du wirklich? Indem du diese Frage stellst, erhältst du eine Antwort. Wenn du sie aufrichtig stellst, erhältst du eine Antwort. Die Antwort ist niemals eine Tätigkeit, die Antwort ist stets ein Gefühl. Es mag sein, dass die Antwort ist, ich möchte geliebt sein, ich möchte cool sein, ich möchte dazugehören. Die ultimative Antwort, die unter all den Antworten auf die Frage, auf jede dieser Antworten, was steckt dahinter? Was willst du wirklich? Die ultimative Antwort, die unter jeder dieser Fragen und Antworten steht, ist Liebe. Die Erfahrung, geliebt zu sein, zu lieben und Liebe fließend zu fühlen. Weißt du dies über den Menschen, so kannst du eine Abkürzung anbieten, nicht für den anderen, nein, für das Sein. Du kannst lieben, kannst diesen Menschen lieben, brauchst ihn nicht zu belehren, brauchst ihn nicht zu bekehren, darfst jedoch das Gesuch ablehnen, mit dem er zu dir gekommen ist. Der Meister, der erkennt, dass sein Schüler lernen möchte, ohne den Einsatz zu bringen. Dieser Meister lehrt seinen Schüler, was es bedeutet, wirklich lernen zu wollen. Was es bedeutet, nicht nur zu wollen aus dem Verstand heraus, nein, zu erlauben mit jeder Faser des Wesens. Dieser Meister schickt seinen Schüler fort. Dieser Meister braucht den Schüler nicht zu belehren, nicht zu bekehren. Dieser Meister weiß, der Schüler sucht und freut sich seiner Suche. Solange er nicht bereit ist zu finden, braucht der Meister seine Zeit nicht an ihm zu verschwenden, und wir sagen das frei von Wertung und voller Liebe. Dieser Meister liebt seinen Schüler über alles, liebt diesen Schüler
diesen Schüler des Lebens, des Göttlichen, des Seins, so wie er alles liebt. Dieser Meister weiß, dieser Schüler zu sein. Und somit erlaubt er sich, erlaubt diesem Schüler, erlaubt dem Sein, die Erfahrung zu machen, wie es ist, auf der Suche zu sein. Wir ermutigen dich, wir ermutigen euch, mit euch im Reinen zu sein. Wir ermutigen dich, wir ermutigen euch, statt Wünsche zu erfüllen, aufrichtig zu lieben. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben. Wir, die Liebe. Wir, das Alleine, wir, das alles ist, das du bist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.